Oh Mann, eigentlich wollte die Bundesregierung 1 Million Elektroautos bis 2020, doch bisher passiert ist nichts, beziehungsweise so gut wie nichts. Gestern war mein Elektrosmart übrigens Thema bei Focus Online, weil das Land Berlin noch einen draufsetzt. Reichweitenbeschränkung durch Ladezeitbeschränkung. Die neueste Methode, um Interessenten für die Elektromobilität abzuschrecken. Jetzt in Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Das ist wirklich verrückt. Da macht man sich beim Kauf eines Elektrofahrzeugs eine Menge Gedanken, und zwar vor allem um ein Thema. Wie groß ist die Reichweite meines Elektroautos? Bei meinem gebrauchten Smart Electric Drive ist mit bis zu 150 Kilometern die schon ganz ordentlich. Vor allem für den Stadtverkehr hier in Berlin ist sie perfekt. Alle paar Tage laden, das passt. Tja, wenn man das Fahrzeug vollladen könnte. Das geht nämlich in Berlin nicht. Zumindest nicht mit meinem Elektrosmart und vielen anderen Elektrofahrzeugen auch nicht. Die Betreiber des öffentlichen Ladenetzes stammen nämlich aus Absurdistan und haben sich etwas ganz Besonderes ausgedacht, um die Elektroautofahrer zu ärgern. Wenn die Batterien heute schon einige 100 Kilometer Reichweite bieten, dann beschränken wir doch die Reichweite mit einer Ladezeitbegrenzung. What? Ja, man glaubt es kaum. Tatsächlich sind die Betreiber auf diese absurde Idee gekommen und es ist überhaupt nicht erklärbar. An der Überbuchung der Ladesäulen kann es nicht liegen. Die sind nämlich fast alle immer frei, was man hier auf der Karte an den bunten Blättern sieht. Höchstens falsch parkende Benziner machen sich hier breit und bei BE-Mobil scheint so niemand richtig einen Plan zu haben. Mir wurde geschrieben, dass die meisten Elektroautos heute schneller laden könnten und so die 4 Stunden ausreichen würden. Oh Mann, das ist wirklich ja ziemlich falsch. Also erstens, die meisten Ladesäulen von BE-Mobil laden mit maximal 11 Kilowattstunden, sprich sie können gar nicht schnell laden. Ein Tesla mit einer Batteriekapazität von 85 Kilowattstunden würde hier rund 8 Stunden brauchen, selbst wenn er schnell laden könnte. An den meisten Säulen geht es eben nicht. Und zweitens, immer mehr Elektrofahrzeuge haben solche immer größere Batterien und können deshalb einfach nicht in 4 Stunden vollgeladen werden. BE-Mobil wollte das Missverständnis aufklären und rief mich an. Da hätten wir wohl etwas aneinander vorbeigeredet, meinte die nette Dame am anderen Ende der Leitung. Und, Achtung, jetzt kommt es, hat sich denn da jemand Gedanken drüber gemacht? Die Antwort aus dem Gedächtnis, ja, da würde sie schon von ausgehen. Da zweifle ich aber dran. Tatsächlich scheint niemand darüber nachgedacht zu haben und das ist eine Katastrophe. In unserer Bundeshauptstadt arbeitet man so gegen die Elektromobilität und gegen eine Stadt mit sauberer Luft. Und auch an anderer Stelle wird einfach nichts getan. Die durch Bundesgesetz möglichen Ausnahmen wie Benutzung der Busspuren, freies Parken und so weiter für Elektroautos in Berlin gibt es nichts, rein gar nichts. Es ist so peinlich. Und dabei, und jetzt möchte ich mal kurz erklären, warum ich hier kommentiere, ist es für den Klimawandel und um ihn zu stoppen unabdingbar, dass wir so schnell wie möglich auf saubere Antriebe wechseln. Wissenschaftlich tausendfach gefordert müssen wir runter von fossilen Energien und es gibt keinen außer ein paar Verpeilten oder vielleicht Donald Trump noch, die daran zweifeln. Nur hier in Berlin tut man alles, um diese Entwicklung noch irgendwie zu bremsen. Es ist wirklich einfach nur unfassbar peinlich. Ich hoffe, dass die Berichterstattung vielleicht die ein oder andere Schlafmütze in der Berliner Senatsverwaltung aufweckt. Frei nach dem Motto, guten Abend meine Damen und Herren, guten Morgen liebe Beamte. Falls sich hier etwas tut, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Wenn ihr kein Video dazu und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht genau auf die Glocke. Hier geht es weiter mit bald nur noch Elektroautos, Technik vor Technologiesprung, so heißt es richtig. Mit noch mehr Infos zu allem, was sich rund um Elektromobilität handelt. Also viel Spaß dabei und ansonsten bis dann. Bleibt dran.